Mein Name ist Boris Bender. In meiner Arbeit beschäftige ich mich intensiv mit dem Megatrend New Work und mit der Frage, wie Unternehmen und Institutionen das für sich und unter ihren individuellen Gegebenheiten umsetzen können. Ich unterstütze sie dabei, neues Arbeiten mit den Menschen in der eigenen Organisation möglich zu machen. Dass ich heute im Rahmen dieser DLK-Veranstaltung virtuell zu Ihnen sprechen darf, freut mich sehr. Vielleicht kennen Sie das. Schon beim bloßen Aussprechen des Begriffes New Work rollen manche Unternehmerinnen und Unternehmer genervt die Augen. Vielleicht, weil sie denken, diese Generation will einfach nichts mehr arbeiten. 4-Tage-Woche und Gratis-Kaffee sind offensichtlich wichtiger als Ergebnisse. Wo ist denn der ganze Ehrgeiz hin? Niemand hat mehr wirklich Bock, die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu leisten. Wie sollen wir denn da noch Gewinne erwirtschaften? Stopp! Lassen Sie uns an dieser Stelle mal kurz die Bremse ziehen und das Konzept von New Work richtig einzuordnen. Bei New Work geht es nämlich nicht darum, Leistungsbereitschaft oder Erfolg auszuklammern. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, das Potenzial jedes Einzelnen in seiner vollen Dimension nutzen zu können und so die kollektive Leistungsbereitschaft zu erhöhen, ohne Menschen dabei krank zu machen. Vorstellen können Sie sich das in etwa so. Wenn Mitarbeitende an einem Ort arbeiten, an dem sie sich wohlfühlen, in einem Team, das ihre individuellen Stärken und Interessen berücksichtigt, werden sie nicht weniger, sondern eher mehr leisten wollen. New Work ist also kein Wohlfühlansatz, sondern durchaus ein Ansatz zur Maximierung von Wertschöpfung, nur eben viel menschlicher als gestern. Stellen Sie sich einen Mönch im Mittelalter vor, der in einer dunklen Kammer sitzt und dort Texte mit Feder und Tinte überträgt. Jetzt denken Sie an die Denkarbeiter und das Klackern der ersten Schreibmaschinen in Büros des 20. Jahrhunderts. Und heute? Heute sitzen wir vor leistungsstarken Computern, die uns innerhalb von Sekunden weltweite Kommunikation ermöglichen. Vom Mönch zum Multitasking ein ziemlich gewaltiger Sprung. Unsere Arbeit ist über die Jahre immer effektiver, effizienter und damit leichter geworden. Aber eben auch um ein Vielfaches komplexer. Menschliche Innovation und technische Entwicklungen haben das für uns ermöglicht. Gleichzeitig hat sich die Zeit, in der wir arbeiten, von 7 auf 5 Tage verkürzt. Dazu kommen heute meist noch 29 Tage Urlaub pro Jahr. Was jetzt möglich wird, ist völlig anders. Ich nenne das die Umkehr. Gestern haben wir die Menschen organisiert. Endlich bekommen wir die Chance, die Arbeit zu organisieren. Und KI spielt dabei als Werkzeug eine wichtige Rolle und kann uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Unser Verständnis von Arbeit stammt noch aus einer Zeit, in der Mitarbeitende wie Zahnräder in einer gut geölten Maschine betrachtet wurden. Sie mussten sich in ein vorbestimmtes System einfügen und die Organisation stand über dem Individuum. Ich nenne dies die Zeit von Old Work. Dieses Verständnis von Arbeit hält sich zum Teil bis heute ziemlich hartnäckig. Doch die Welt hat sich verändert und wir stehen jetzt an einem Wendepunkt. In der Ära von New Work können wir dieses Prinzip jetzt umkehren. Wir organisieren die Arbeit um den Menschen. Warum? Weil wir erkannt haben, dass jeder Mitarbeitende einzigartig ist, mit ganz eigenen Fähigkeiten, Talenten, Bedürfnissen und Interessen. Und wenn wir diese Einzigartigkeit erst schätzen und dann nutzen, entfesseln wir ein unglaubliches Potenzial. Das kann alles verändern. Umkehr bedeutet dabei, dass Unternehmen ihre Strukturen, Prozesse und Kulturen anpassen, um den individuellen Stärken ihrer Mitarbeitenden gerechter werden zu können.
Mit Hilfe moderner Technologien und Methoden können wir völlig neue, personalisierte Arbeitsumgebungen entstehen lassen und Wertschöpfung menschenzentriert erhöhen. KI spielt dabei eine Schlüsselrolle. KI kann uns helfen, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden wirklich zu verstehen und dementsprechend zu handeln. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen, eine Institution, in der jeder Mitarbeitende das tut, was er am besten kann und was ihm am meisten Spaß macht. Und zwar zum Wohl und Wert der Organisation und des Individuums. Das ist kein Traum mehr. Das ist für mich die Zukunft von New Work und sie ist jetzt möglich. In gewisser Weise ja, aber sie ist mehr als das. Während die Schreibmaschine uns lediglich ermöglicht hat, effizienter zu schreiben, ermöglicht uns KI, effizienter, kreativer und menschlicher zu arbeiten. Und sicher noch vieles darüber hinaus. Ich sehe sie nicht nur als Werkzeug, sondern als eine Art Partner. Einen Partner, der uns hilft, unsere Arbeit zu revolutionieren und in der komplexen, sich schnell verändernden Welt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Neuausrichtung von New Work geht genau darum. Nicht der Mensch passt sich der Arbeit an, die Arbeit kann sich jetzt dem Menschen anpassen. Durch KI und gepaart mit dem Verständnis, was New Work für Ihr eigenes Unternehmen, Ihre Institution bedeutet, können wir jetzt individuelle Anpassungen in Echtzeit umsetzen. Ich gebe Ihnen hier einige konkrete Beispiele. Auf der Ebene der Organisation. Interdisziplinäre Teams, die auf den individuellen Stärken, Vorlieben und Wünschen der Mitarbeitenden basieren und viel besser zusammenarbeiten. Vertrieb. Analyse von Daten und Prognosen, um optimale Kundenbeziehungen für jeden Mitarbeitenden zu identifizieren. Produktion. Anpassung von Schichtplänen basierend auf der Effizienz und den Vorlieben von Mitarbeitenden. Marketing. Die Reaktionen der Kunden auf eine Marketingkampagne können schneller in technische Features übersetzt werden. Die Analyse des Kundenverhaltens kann zu Prognosen führen, die digitalen Müll reduzieren. Forschung und Entwicklung. KI unterstützt Entwickler und Ingenieure, indem sie basierend auf der individuellen Expertise und dem Innovationsverhalten passende Projekte und Partner vorschlägt. Kundenbetreuung und Service. KI erkennt individuelle Problemmuster und Bedürfnisse der Kunden, die mit den individuellen Fähigkeiten und der Beratungskompetenz von Servicemitarbeitern verbunden werden können. Logistik. KI-basierte Optimierung von Transportrouten, die nicht nur Effizienz, sondern auch die Vorlieben und Gewohnheiten der Fahrer und der Fahrerinnen berücksichtigt. IT-Abteilung. Personalisierte IT-Support-Systeme, die basierend auf den individuellen technischen Anforderungen und Gewohnheiten der Mitarbeitenden Supportanfragen vorwegnehmen. Diese Beispiele sollen die Möglichkeiten veranschaulichen, wie KI-Technologie heute schon für eine menschenzentrierte Arbeit einsetzbar ist, um den individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten von Mitarbeitenden in verschiedenen Unternehmensbereichen gerecht zu werden und gleichzeitig Produktivität und Wertschöpfung durch Beteiligung und Wohlbefinden zu erhöhen. Dabei geht es für mich auch darum, mehr und mehr repetitive Arbeiten an die KI abzugeben und so Vergeudung von menschlichem Potenzial zu reduzieren. Immer noch haben wir in Deutschland aktuell mehr als 700.000 unbesetzte Jobs, quer durch alle Bereiche. Jeder und jede sucht händeringend qualifizierte Mitarbeiter. KI kann selbst hier mittelfristig für Entlastung sorgen. KI ist für mich so etwas wie das berühmte Schweizer Taschenmesser. Richtig eingesetzt kann es vieles ermöglichen und uns helfen. Wir Menschen können damit wieder das tun, was uns Menschen ausmacht, die KI aber nicht hat. Mut, Vorstellungskraft, Fantasie und Zusammenarbeit haben uns mit Ideen und Erfindergeist aus der Vergangenheit in die Zukunft katapultiert. Daher mein Appell. Lassen Sie uns die Vorurteile über Bord werfen und New Work und KI als das sehen, was sie wirklich sind. Eine zukunftsorientierte Strategie, gepaart mit einer ermöglichenden Technologie, die Unternehmen stärkt, anstatt sie zu schwächen. Für mich ist es an der Zeit zu erkennen, dass New Work nicht das Ende der Leistungsbereitschaft ist, sondern deren Neubeginn unter besseren, menschenzentrierten Bedingungen, wenn Sie es wollen und ermöglichen.
Das soll an dieser Stelle mein kleines Geheimnis bleiben. Wenn Sie mögen, diskutiere ich das aber sehr gerne in einem persönlichen Termin mit Ihnen. Lassen Sie uns dabei gemeinsam herausfinden, wie New Work und KI auch Ihr Unternehmen, Ihre Institution in die Zukunft führen kann, um in einer sich ständig verändernden Welt im Spiel zu bleiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Initiatoren der DEK und der IHK sowie Daniel Gahl für die Möglichkeit, heute in diesem Rahmen für Sie sprechen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen persönlichen, spannenden und angeregten Austausch, vor allen Dingen miteinander, und hoffe, dass ich Sie mit meinen Impulsen dazu etwas anregen konnte. Vielen Dank.